Schaut mal hier, was das bedeutet, wenn man hier ein Grow-Zelt aufbaut. Ich hatte das Fenster nicht auf und jetzt ist hier die CO2 auf 1796 ppm gestiegen. Ne, normal ist es so bei 400. Also, unserer kleinen Royal Haze Automatic gefällt das sehr, 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 sehr gut. Sie gibt ein Like und ein Abo. When the lights go down, it's time to grow. Mars Hydro's here to make it all glow. With LED power so bright, so true. Your plants will thrive in the perfect view. Mars Hydro shining so bright, bringing your garden to life at night. Efficient and strong, they lead the way for the best harvest, come what may. From the roots to the leaves, it's all in sight. With Mars Hydro, your future's bright. Innovation that you can trust, growing strong in Mars we trust. Mars Hydro shining so bright, bringing your garden to life at night. Efficient and strong, they lead the way for the best harvest, come what may. So when you're ready to start your grow, Mars Hydro's the name you need. So, und in nicht mal 15 Minuten haben wir hier unsere Growbox von Mars Hydro aufgebaut. Schaut mal. Also, das Gestänge ohne die Box drumherum ist immer so ein bisschen juckelig. Aber sobald das Zelt einmal drumherum ist, ist das hier wirklich bombenstabil. Wir haben hier schön leicht hängende Reißverschlüsse, die sich wirklich einfach öffnen lassen. Und unseren Grow-Raum nun von 70 x 70 x 1,60 Höhe. Ich bin 1,88 groß und das Ganze wird natürlich hier auf den Tisch gestellt werden. Jetzt machen wir hier erstmal noch die Bodenwanne unten rein. Zum Schutz, falls mal Wasser irgendwie auslaufen sollte, wird das hier unten mit Hilfe von Klettbändern unten eingebracht. Hydro's the name you need to know. For the best harvest, come what may.
Ja, meine lieben Freunde, wir sind ready to go. Also so alles in allem hat mich jetzt Aufbau und Installation etwa eine Stunde gedauert. Und hier sehen wir es jetzt, ne? Ist das nicht herrlich? Guck mal hier, mit den 2 kompletten Grow Kits hier. Jetzt mit dem Grow Kit hier von Mars Hydro. Ich habe schon mal meine Physalis und Chilis und Auberginen hier mit reingestellt. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz in dem anderen Zelt. Und hier ballert schon die Mars Hydro FCE 1500. Die müssen wir natürlich noch einstellen für die kleinen Pflänzchen hier unten. Der Lüfter dreht hier schon seine Runden, damit natürlich die Pflanzen auch einen Windstoß bekommen, um vernünftig stabilen Stamm ausbilden zu können. Und hier oben sehen wir unsere Inline-Lüfter-Kombi mit dem Mars Hydro Aktivkohlefilter, dem Mars Hydro Inline-Lüfter. Der ist hier nach rechts angeschlossen. Der kann jetzt hier schön dann nach unten die Luft abpusten, wohingegen das Zelt auf genau der anderen Seite letztendlich seine Abluft rauspusten kann. Genau, und hier haben wir wieder einen Switchbot mit installiert, der uns dann nach draußen alle Vitalparameter letztendlich schickt. Hey, also wirklich, wenn man einmal ein Zelt aufgebaut hat, dann ist das zweite wirklich kein Problem mehr. So. Auch ja, diese Lampe hängt sich natürlich ein bisschen anders. Wir haben hier jetzt die Stange so in die Mitte geführt. Und hey, ich bin jetzt richtig gespannt. Die Review-Videos zu den einzelnen Komponenten, die kommen dann in meinen normalen wöchentlichen Recaps zu den Pflanzen. Und dann sage ich eben ein bisschen was zu den Produkten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, liebe Leute. Und bis bald. Euer Michi. Ja, und ich dachte mir zur Feier des Tages, für alle, die jetzt hier dran geblieben sind, während ich das Mars Hydro Zelt aufgebaut habe, möchte ich natürlich noch mal ein bisschen was über die Royal Haze Automatic sagen. Vielleicht das Video jetzt von Sonntag gesehen. Das habe ich am Freitag aufgenommen und jetzt ist eben der Montag. Und ihr seht, die Triebe wachsen immer weiter, Also wollte ich zur Feier des Tages für alle, die jetzt dran sind, die Pflanze wieder ein bisschen quälen. Wir kommen wieder mit unseren Low-Stress-Training-Clips hier um die Ecke und biegen hier die neu verlängerten Triebe wieder ein bisschen weiter nach unten, damit die Pflanze weiter büschig wächst. Ihr seht, die hat schon wieder so einen starken Drang, hier Richtung Sprossachse in die Höhe zu wachsen. Und mit neuen Clips geht das dann ganz easy. Dann biegen wir sie eben einfach wieder Stückel nach unten. Solange die Triebe auch noch einigermaßen dünn sind und gut flexibel sind, lässt sich das leicht bewerkstelligen. Also ihr seht, so halte ich es jetzt mit dem Low-Stress-Training so niedrig wie möglich. Die gehen ganz gut wieder senkrecht hier steil. Da warte ich mal noch 1-2 Tage, bis der Stiel hier wieder ein bisschen länger ist. Und dann werden die natürlich auch wieder zur Seite gebogen. Und ja, ich denke mal, aber mit den beiden Haupttrieben hier oben können wir auch schon weitermachen. Ne? Dann hole ich mir mal noch 2 Clips. Und dann foltern wir die Kleine doch noch mal ein bisschen hier. Fordern wir sie hier raus. Die Royal Haze Automatic. Jetzt geht es darum, das Wachstum entsprechend in die Richtung zu lenken, wie wir sie mögen. Dass sie letztendlich schön luftig ist und schön viel Licht von oben kommt. Dass das hier schön durchs Blätterdach penetrieren kann. Und ich sehe schon, ja, also hier habe ich gerade auch nochmal von Kim von Couple of Plants gesagt bekommen, ich soll nochmal die Lichtintensität prüfen, nicht, dass sie zu viel Licht bekommt. Habe ich gerade eben auch nochmal gemacht. Sieht ganz gut aus, ist bei 430. Da könnte ich sogar noch ein bisschen nach oben gehen, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ansonsten sagte er, könnte es einfach auch ein zu viel an Stickstoff sein. Ich denke auch, dass es zu viel Stickstoff ist. Es ist ja eine sehr stark vorgedüngte Erde. Hier der Full-Mix von Kleeschulte. Und genau, ich hoffe mal, dass sich das mit der Zeit einfach gibt, weil die Pflanze geht ja jetzt gerade erst richtig so in Wachstum über und wird ordentlich Stickstoff aus der Erde rausziehen. Wir werden das beobachten, ganz pingelig. Und ja, einfach unsere Erfahrungen hier machen, was die Pflanze mit dem Überangebot an Stickstoff so macht.
Und ihr seht, und immer weiter mit unserem Low-Stress-Training die Triebe runterbinden, dass wir eine schön buschige Pflanze bekommen. Und hier unten seht ihr jetzt, hier, ne, dieses dreiblättrige, was ganz unten im Schatten ist. Da komme ich jetzt schon mal mit meiner neuen Schere. Wo ist er? Mit meiner neuen tollen Schere von Mars Hydro. Das haben sie mir ja gesponsert. Als hätten sie es geahnt, dass ich noch keine Schere zum Zurückschneiden der Pflanze habe. Ich habe das letzte Mal ja einfach so eine blöde Nagelschere von mir genommen, in Ermangelung von richtigem Werkzeug. Hier unten ist auch noch die Primärblätter, ja, die hier nach den Keimblättern kommen. Diese einzelnen Blätter, die sind schon hier richtig am Verwelken und am Trocken werden, weil die Pflanze sie offensichtlich nicht mehr braucht. Und so gehen wir jetzt auch immer mal wieder von unten her durch. Ne? Wir gucken uns die Blätter an. Wenn sie wirklich stark verschattet sind, dann kostet sie der Pflanze mehr Kraft, als dass sie der Pflanze noch etwas bringen. Und jetzt gucke ich eben mal noch, mache ich den Fingertest. Die Erde fühlt sich noch schön feucht an. Brauche ich jetzt auch kein Vendowerk oder sonst irgendwas reinzustecken. Die Pflanze hat deutlich genug. Immer noch genug. Wunderbar. Aber ansonsten bin ich echt happy. Also für meine erste Pflanze bin ich ganz stolz momentan. Also so weitermachen. Ich mache mal jetzt noch hier eine Nahaufnahme von dem Blütenstand aktuell. Kriege ich euch so mit. Guckt mal. Guckt euch das schöne Ding hier mal an. Da wachsen so langsam die Blüten raus. Und es riecht fantastisch. Herrlich. Also meine lieben Freunde, dann bleibt mal gespannt, wie es dann am Freitag wieder aussieht, beziehungsweise am Sonntag.